Jeder hat irgendwie so seinen Bereich, sich selbst auszuleben, sei es die Mode, sei es Schmuck, sei es Musik oder Sport. Und wir haben damals den Interior Design Bereich für uns entdeckt. Hey, ich bin Kira. Und ich bin Lisha und wir sind die Schwestern hinter Don & Dandy. Vor 3 Jahren war ich viel zu Hause, weil ich Depressionen hatte, und um meinen Kopf ein bisschen frei zu bekommen, habe ich angefangen, DIY-Projekte umzusetzen. Damals war meine Wohnung noch komplett weiß und dann ist sie Stück für Stück ein bisschen bunter geworden. Und wir haben super viel telefoniert. Ja, mega viel in der Zeit. Haben uns viel über DIY-Projekte ausgetauscht, über 60er und 70er Design-Inspiration, bis ich dann irgendwann meinte, hey, poste das doch einfach mal auf Instagram. Und so ist dann Don & Dandy irgendwie entstanden mit unserer kleinen Community. Wir finden Inspiration eigentlich überall, ob es in Bars oder Cafés oder Restaurants ist oder einfach nur draußen. Wir machen dann immer direkt ein Foto von Farben, Formen, Kombinationen, Materialien, um uns das zu merken und dann eventuell neue Projekte zusammen zu starten von den Inspirationen, die wir draußen gefunden haben. Und dann nicht zu vergessen, scrollen wir stundenlang durch Kleinanzeigen, weil wir lieben natürlich auch 60er und 70er Jahre Pieces. Und da bekommen wir auch viel Inspiration. Das Schöne an unserer Arbeit ist eigentlich, dass wir sowohl digital als auch analog arbeiten, wie so eine Art Sandwich. Wir starten digital, also Moodboard, Zusammenstellung, Pinterest, Inspirations. Wir hören uns auf FaceTime und tauschen uns dort aus. Dann geht's ans Handwerkliche, also der Analoge. Und dann, sobald alles fertig ist, posten wir es auf Social Media, also geht's wieder ins Digitale. Für das Projekt With All Spray Painted haben wir uns diesmal für kleine Holzkugeln entschieden. Wir haben uns Objekte ausgesucht, die jeder zu Hause hat, und mit einfachen Holzkugeln und Farbe wollen wir die ein bisschen upcyclen. Einen einfachen Beistelltisch, ein Bilderrahmen und den berühmten Blumentopf. Wir bereiten immer die Objekte vor, zum Beispiel schleifen wir Holzprodukte immer an und dann arbeiten wir auf einer sauberen Unterlage und grundieren. Und dann kommt die Farbe ins Spiel. Hier natürlich wichtig, mehrere dünne Schichten aufzutragen, um eben Drips zu vermeiden und am Ende des Tages eine gute Deckung zu haben. Wenn alles gut getrocknet ist, kleben wir nach und nach die Holzkugeln auf. Die Anordnung der Kugeln ist bei jedem Objekt unterschiedlich. Und beim Tisch bringen wir die Kugeln am Rand an. Beim Blumentopf haben wir uns für kleinere Kugeln entschieden, um einen 3D-Effekt zu erzeugen. Was für Möbel so müssen. Nee, hör auf, das anzufassen und irgendwas kaputt zu machen. Ich glaube, es hackt. Jedes Mal bist du so ungeduldig. Soll ich das mal dingsen und dann mach ich den letzten? Und am Ende benutzen wir noch den Varnish für ein super schönes Finish. Und dann kommt der beste Part, das Styling. Farbe spielt eine super wichtige Rolle bei Don & Dandy und wir hoffen, dass wir durch unseren Mut zur Farbe vielen die Angst davor nehmen können. Und stellt euch einfach nur vor, Don & Dandy in beige und weiß wäre bestimmt nicht dasselbe. Viele haben Angst vor Farben, wir nicht.